Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report. Heute mit dem Thema Goldanstieg auf 2000 Dollar im März, April lässt Goldaktien explodieren. Disclaimer. Goldanstieg auf 2000 Dollar im März, April lässt Goldaktien explodieren. Gold hat nach dem aktuellen Turbulenzen an den Finanzmärkten die 1900-Dollar-Marke durchbrochen und dürfte nach der Zinsentscheidung der Fed vermutlich über 2000 Dollar steigen, da sie wahrscheinlich weniger oder gar keine Zinsanhebung ankündigen wird, um die Märkte wieder zu beruhigen. Es ist wegen dem Bankakciencrash mit einer Zinszurückhaltung zu rechnen. Die EZB kündigt für morgen zwar eine Zinsentscheidung um 0,5 Basispunkte an, es wachsen jedoch die Zweifel an dieser Zinsentscheidung. Zitat. Zwar spricht bei weitesten viele für die Zinserhöhung um 0,5 Prozentpunkte durch den Rat der Europäischen Zentralbank am Donnerstag, 16. März. Die Zweifel an diesem angekündigten Schritt wachsen jedoch. Quelle Tagesschau. Ein Anstieg bei Gold über 2000 Dollar im März, April würde Goldaktien weiter steigen lassen. Aktuelle Korrekturen sollten zum Nachkauf genutzt werden. Ich denke mal, die Goldaktien werden derzeit noch zurückgehalten, eben von dem negativen Umfeld bei den Bankaktien etc. Aber sobald das abgeklungen ist, mehr oder weniger, dürfte ein gigantisches Anlegergeld in diese Goldaktien strömen und sie massiv zum Steigen bringen, gerade auch vor dem Hintergrund, dass, sage ich mal, jetzt in den nächsten Wochen vermutlich Gold über 2000 Dollar hoffentlich dauerhaft an dieser Stelle überschreiten wird. Und das würde eigentlich ein ganz neues Universum für Goldaktien bedeuten, weil dann die Marktteilnehmer anlehnen, okay, es fällt nicht wieder zurück. Gold kann auch auf 2500, 3000, letztendlich 5000 und mehr steigen. Das beginnen dann die Goldaktien im Vorfeld einzupreisen. Und das ist dann die ganz große Chance bei Goldaktien, die im Augenblick im Verhältnis zu Gold überproportional niedrig bewertet sind. Also es kann sein, dass diese Ereignisse um diese Finanzkrise 3.0, nenne ich das mal, Gold dauerhaft über 2000 Dollar katapultieren und damit eine Goldaktienrallye auslösen. Ja, hier nochmal ein Beispiel eines Unternehmens, auch ein Screenshot, das ich Anfang des Jahres gemacht habe. Es geht hier um künstliche Intelligenzunternehmen, die es in dem Umfeld auch gibt, die sich auf den Minensektor fokussiert haben. Ja, also ich zitiere, was Sie geschrieben haben. Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Unternehmen dabei zu helfen, neue kosteneffiziente Entdeckungen zu machen. Unser hochmodernes System CARDS, Computer Aided Resource Detection System, vereinfacht den Prozess, indem es große Mengen an geologischen Daten analysiert, um Zonen mit hohem Potenzial für die Entdeckung von dem Mineralvorkommen zu identifizieren und so Kosten für die Explorationsprogramme erheblich zu senken. Das Schöne, finde ich, ist, dass die eben auch teilweise sich an ihren Kunden beteiligen. Das hat, meiner Meinung nach, hat das zwei Vorteile. Zum einen wissen die eben, welche Firmen attraktiv sind, sage ich mal, mehr als andere Unternehmen. Also kaufen attraktive Assets ein und ich nehme an, auch teilweise werden sie einfach mit Aktientausch sozusagen, also sprich, sie bieten ihre Dienstleistung aus, sie kriegen dafür Aktien anderer Unternehmen. Das ist denkbar und dass sie eine große Assetbasis dadurch durch ihre Dienstleistung aufbauen. Meiner Meinung nach könnte das interessant sein, denn Sie sehen, die Anleger haben das auch schon mal interessant gefunden. Die Aktie ist damals vom Corona-Tief auch von mehr oder weniger 5 Cent ganz, ganz schnell in ein, zwei Monaten auf 50 Cent gestiegen, war so neben eine Verzehnfachung. Und ich denke, ähnliches, die Aktie hat meines Erachtens den Boden gefunden, ist dabei auszubrechen und sobald sich Gold über 2000 etabliert, könnten wir ähnliche Verhältnisse sehen. Und wenn es natürlich noch weitergeht, noch dementsprechend ist vielleicht auch 1 Dollar und mehr äh, absolut möglich. Also finde ich interessant, weil sie eben auch das Knowledge haben, welche Unternehmen interessant ist. Ich meine, gerade die Explorationsunternehmen verbrennen ja viel Geld eben mit der sehr teuren Exploration und diese künstliche Intelligenz, also wo sie eben historische Daten oder überhaupt Daten dementsprechend effizient ähm,
analysieren, zeigt eben aus, wo die Wahrscheinlichkeit hoch ist, welche Ressourcen man effizient abbauen und gewinnbringend verwerten kann. Ähm, Wie gesagt, viele andere Unternehmen finden vielleicht gute Ressourcen, die sind aber nie und nimmer effizient abbaubar. Und die künstliche Intelligenz drumherum kann helfen. Also meiner Meinung nach natürlich sehr hohes Risiko, aber möglicherweise könnte die wir hier, wie Sie hier sehen, zu alten Höhen auch wieder aufsteigen. Und das geht natürlich auch nur, wenn wir natürlich dementsprechend Goldboom haben. Und möglicherweise werden deren Dienstleistungen noch wesentlich mehr nachgefragt, auch von anderen Unternehmen, was dann am Ende diesen Aktienkurs vielleicht auch in eine Mania bringen kann. Sicherlich einfach auf keinen Fall eine Kaufempfehlung, aber sicherlich mal einen Blick wert, weil ich meine, diese Techniken, die gab es eben vor 20, 30 Jahren noch nicht, die kann jetzt eben auch dazu führen, durch den Einsatz dieser Technologien, dass viele Explorationsunternehmen auch dementsprechend effizienter wirtschaften und dementsprechend in einer Goldmania dementsprechend höhere Bewertungen auch kriegen als vielleicht in früheren Phasen. Also das könnte das Ganze unterstützen. Ja, hier nochmal generell der Goldaktienbullenmarkt der 1970er Jahre. Deswegen sind im Goldaktiensektor, da sind die Minen teilweise von 5, 10, 20 Cent auf 10, 20, 30, 40 Dollar gestiegen. Gar nicht selten konnte man aus 1000 Dollar eine Viertelmillion machen. Weiter unten sehen Sie nochmal die Verhältnisse, also das langfristige Verhältnis von Goldaktien als Anlageklasse allgemein im Vergleich zu Gold. Und dann sehen Sie, dass seit 1996 merkwürdigerweise die Goldaktien ständig fallen. Die haben eigentlich erst jetzt kürzlich sozusagen in den letzten Jahren ihren Boden gefunden. Und das könnte sich drehen mit höheren Goldpreisen und das würde zu einer überproportionalen Anpassungsrallye in den Medienbereich, da wo die beiden roten Linien führen, oder darüber hinaus. Das kann man, wenn das passiert, nicht anders als bezeichnen als die potenziell größte Goldaktienmania aller Zeiten. Ja, doch mal eine grundsätzliche Aussage. Warum sind aus unserer Sicht, muss man sich, sage ich mal, mit Investieren im Augenblick besonders beschäftigen, weil wir eben unsere Investition auf die kommenden Ereignisse ausdehnen sollten und nicht an persönliche Bedarfe, nicht an institutionelle Bedarfe. Also die sind meistens linear und helfen nicht viel weiter. Also was sind dann die Ereignisse, die vielleicht in der Zukunft kommen? Ja, eins hatte ich erwähnt, diese Goldaktien sind so unterbewertet, gerade im Verhältnis zu Gold wie noch nie. Das wird sich irgendwann mal ändern. Und wenn das passiert, Gold braucht nur einige 100 Dollar steigen, vielleicht auf 2500. Und die Masse dieser Goldpenny-Aktien ist vielleicht um das 10 bis 100-fache größer. Bei dem Silberboom in den 60er Jahren, als Silber von 1,3 Dollar auf 6 Dollar in wenigen Jahren gestiegen ist, sind im Schnitt keine Goldaktien weniger, Silberaktien weniger als um das 160-fache gestiegen. Ich wiederhole es mal. Keine Silberaktien sind über das weniger als um das 160-fache gestiegen. Stellen Sie sich mal vor, was das bedeuten würde, wenn wir in eine vergleichbare Entwicklung kommen. Aber wir setzen hier mal aus mathematischen Gründen einfach einen Faktor 25 an für dieses Ereignis. Also, dass die Goldaktien ansteigen im Verhältnis zu Gold. Das Ereignis 2 ist ein möglicher systemischer Crash oder auch eine Übertreibung, wie man will, bei Gold und Silber. Und das haben ja schon viele Experten wie Mike Maloney berechnet, dass Gold auf 8000 heutige Kaufkraft steigen könnte und Silber auf 200 bis 400. Das ist ein Maximalwert, der nicht lange anhalten wird. Es gibt auch die Aussage, das würde dann auch zu dem Ereignis passen, von Mike Maloney, dass man möglicherweise für 500 Unzen Silber ein ganzes Haus kaufen können, wie 1980 im Übrigen auch. Das würde dann bedeuten ungefähr ja, 30 Unzen Gold für ein Haus. Aber da sehen Sie noch, was ein enormes Aufwundungspotenzial gerade Silber. Also das könnte dann das zweite Ereignis sein. Das ist dann die absolute maximale Kaufkraft, die Gold und Silber beibemessen wird. Wie gesagt, sowas wird meist darauf folgt meist eine gewaltige Implosion dieser Kaufkraft bei solchen Superspitzen. Das müssen Sie sich auch bewusst sein. Und bevor es zu dieser Implosion kommt, macht es eben Sinn, äh, ja, in den Aktienmarkt, den normalen Aktienmarkt zu gehen, beziehungsweise was davon noch übrig geblieben ist. Beispielsweise Top-Fonds kaufen. Ich habe hier unten auf der rechten Seite das Langfristchart von Berkshire Hathaway
einfach mal hier reingescannt und Sie sehen, zwischen diesen beiden roten Linien ist die Berkshire Hathaway also von $400 auf 80.000, also von 1980 bis 1998 gestiegen, um das 200-fache. Ich weiß, Berkshire Hathaway ist ein absoluter Ausnahmeinvestor, sollte man nicht vergleichen. Man sollte auch nicht davon ausgehen, dass man ähnliche Aktienfonds trifft. Dennoch gibt es viele gut etablierte, stabile Aktienfonds, die eigentlich über die langen Jahre einen guten Job gemacht haben. Und ist davon auszugehen, dass sie es weitermachen. Man sollte einfach das so ein bisschen verteilen in diese, wenn Gold in der Übertreibung ist und Gold und Silber in der Übertreibung ist. Sie sehen das eben, hätte man eben seine Goldaktiengewinne oder sein Gold und Silber 1980 im Berkshire Hathaway investiert, hätte man sein Geld verzweihundertfachen können. Wir sagen hier, ja, man erwischt das vielleicht nicht so, vielleicht Topfonds, vielleicht schafft man sein Kapital um das 50-fache zu erhöhen. Wenn man das wiederum in eine Formel tut, also $200 theoretisch investiert, jetzt beginnenden Top-Aktien, was den Faktor 25 bringt, also $200, 25, dann vielleicht das Gold und Silber maximal hoch, das geben wir mal durchschnittlich mit 4 an und dann eben wenn alles Geld im Gold und Silber ist, das waren 1928 26% der weltweiten Anlagesumme, heute sind es unter 1%, also absolut gigantisches Aufholungspotenzial noch bei Gold und Silber. Jedenfalls dann kommt man langfristig auf 1 Million heutiger Kaufkraft. Meines Erachtens ist das gerade hinsichtlich der Rentendiskussion etc., ist das die Lösung. Es ist die Lösung. Dieses Rentensystem schuldet einfach nur linear auf und kann es nicht mehr finanzieren und wird in sich implodieren. Nicht so diese Ereignisketten. Es wird diese Implosion bei den Staatsschulden, bei den Rentenversprechungen steht eben diese Goldaktienrallye, diese Gold- und Silberrallye und später auch wieder ab irgendeinem Punkt die Börsenrallye gegenüber. Und man muss im Grunde genommen investitionstechnisch diese drei Ereignisse miteinander verbinden. Anders geht es nicht. Nur so kann man seine Kaufkraft langfristig meines Erachtens in diesem Umfeld steigern. Ja, vielleicht noch auf der linken Seite, das ist mal die Dow-Gold-Ratio, da sehen Sie es, das ist das Verhältnis Dow-Gold, wo es möglicherweise mit dem Dow hingeht. Im Augenblick muss man ca. 13 Unzen Gold für einen Dow hinlegen. Und interessant generell über einen Aktien zu lesen, ist im Grunde genommen wie 1980, wenn er sich für eine Unze meinen ganzen Dow kriegt. Also wie nicht jetzt, nicht wie 13 hinlegen oder wie im Jahr 2044 Unzen für einen Dow, sondern wir kriegen für eine Unze Gold ein Dow. Ab dann dürften normale Top-Standard-Aktien, Top-Fonds interessant sein, so wie es 1980, zwischen 1980 und dem Jahr 2000 gewesen ist. Also so viel hinsichtlich des Investierens in die kommenden Ereignisse. Also ich nenne das immer Investieren in Ereignisketten. Je mehr Ereignisketten man lebt, desto wahrscheinlicher, und das ist machbar mit $200, da kann man im Prinzip ja pro Woche 1 oder 2 davon legen und im Grunde genommen von diesen vielen Versuchen im Grunde genommen müssten nur 1, 2 wirklich voll funktionieren, dann hat für alle Zeiten meines Erachtens ausgesorgt. Ich finde es zumindest, auch wenn es vielleicht nie die Realität so treffen wird und man so langfristig es nicht durchhalten kann, finde ich das zumindest einen interessanten Gedanken. Ja, 1000-Becker-Report. Wir versuchen eben diese Goldaktien zu identifizieren, nach moderaten und einem sehr hohen Risiko zu rechnen, einen Potentialfaktor zu errechnen, um wie viel die Goldaktien steigen kann, wenn der Goldpreis bei theoretisch $2.500 ist. Wir haben auch eine Exit-Strategie entwickelt. Was investiert man, wenn der Boom vorbei ist? Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit zusagt. Vielleicht die Glocke betätigen, da werden Sie sofort über neue Videos informiert und vielleicht auch ein Like geben. Das würde dazu führen, dass das Video auch anderen an YouTube interessierten Zuschauern vorgeschlagen wird. Ja, vielleicht nochmal in eigener Sache. Es kommen manchmal hier und da Bestellungen rein und ich kann das mit der E-Mail nicht zuordnen, beispielsweise PayPal. Also wenn irgendjemand
was vermisst, irgendwie Informationen, dann mich bitte einfach kontaktieren, mir vielleicht eine E-Mail schreiben, dann kann ich Ihnen die Unterlagen zusenden. Also nochmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.